Aloha, schöne Seele. Ich grüße dich ganz herzlich und habe dir heute etwas ganz Besonderes mitgebracht, nämlich ein Channeled News aus den Bündner Bergen. Jetzt kannst du hier einen kleinen Einblick genießen von diesem Channeling und wir haben dir natürlich auch ein paar Eindrücke aus der Umgebung dazugelegt, denn wir befinden uns hier in den Bündner Bergen, im Sertigdörfli, in meiner Heimat, hier beim Wasserfall, ein magischer Kraftort, der auch einen Adlerhorst beherbergt. Das ist mir total wichtig. Also schön bist du da. Schau rein. Alles Liebe von mir zu dir und viel Vergnügen. Hallo und herzlich willkommen, schöne Seele. Ich freue mich sehr, dich heute hier begrüßen zu dürfen. Und ich grüße dich aus meiner Heimat, aus dem Sertigdörfli. Wir sind ganz hinten im Tal beim Wasserfall. Und ich lade dich ein, heute mit mir zu diesen ganz speziellen Channel News Nummer 57 von hier aus zu meditieren. Wir haben uns hierhin zurückgezogen sozusagen in die Natur, weil ich glaube, es ist eine gute Zeit, viel Kraft von der Natur aufzunehmen und uns davon tragen zu lassen, uns davon nähren, vielleicht auch heilen zu lassen. Und dieser Kraftort hier eben beim Wasserfall im Sertigdörfli, da habe ich so meine ersten schamanischen, spirituellen Erfahrungen machen dürfen. Mit einer Trommelgruppe zum Vollmond kamen wir hierher und das hat mir so Eindruck gemacht damals, diese Verbindung als Frau oder in dieser Frauengruppe mit dem Wasser, mit dem Mond, einfach hier in dieser wunderschönen Natur mit den Tieren, die halt auch dazukommen. Und ja, deswegen sind wir heute hier. Und ich lade dich ein, diesen Ort geistig aufzusuchen und einfach hier von dieser Kraft ein bisschen mitzunehmen. Dieser Ort beherbergt auch einen Adlerhorst und ja, Steinböcke, Gämsen und viele mehr. Also hier ist schon wirklich so die Berge pur. Eine sehr urige Kraft, die uns wirklich gut unterstützen kann in diesen doch ziemlich turbulenten Zeiten. Hier kommt man so auf die Basis, so auf das Einfache zurück auch. Und tja, deswegen bin ich natürlich sehr gespannt, was uns Saint-Germain mitbringen wird von diesem Ort hier, was da zu dir nach Hause getragen werden kann von der Umgebung und von Saint-Germain. Ich bin gespannt. Deswegen lade ich dich jetzt ein, mit mir bewusst zu atmen und zu fühlen. Und vergiss nicht lächeln. Und mach es dir ganz bequem, da wo du jetzt bist. Und ich stimme mich jetzt ein und freue mich, mit dir einzutauchen in ein sehr spannendes Channeling aus mitten der Natur. Komm mit, ich freue mich. Ich grüße dich, ich grüße euch, ihr wunderbaren Seelen. Was für eine Freude, von einem so wahrlich magischen Ort heraus zu dir, mit dir, einen Augenblick meditieren zu dürfen. Ich bin Meister Grand von Saint-Germain und du, geliebte Seele, hast gerade etwas Außergewöhnliches in dein Leben eingeladen. Deswegen findest du diesen Augenblick jetzt auch gerade bei dir. Die Zeit, diese heiße Zeit, die da gewesen ist und die auch noch sein wird, vor allem auch im Inneren, wird es Nachwirkungen haben, was da alles gewesen ist in deinem Leben und in der großen Natur, in der Welt mit deinen Mitmenschen. Und dementsprechend tust du wahrlich gut daran, dich regelmäßig in der Natur aufzuhalten, da wo möglich, und von ihr Kraft zu schöpfen. Denn all das, was es jetzt zu bearbeiten gilt im gemeinschaftlichen Werk der Menschheit und all das, was es für dich jetzt neu zu sortieren gilt in deinem individuellen Leben, da ist es an der Zeit, lichtvoll und gemütlich in die Kraft der Natur einzutauchen. Du erinnerst dich, von welcher du
stammst. Diese Umgebung, die du heute hier siehst, die Umgebung in deiner Umgebung, die Natur, ist deine Herkunft. Du bist Teil der Natur. Und deswegen ist es mir eine so große Freude, mit dir in und aus der Natur einen Augenblick zu atmen, damit du tief in dich hineinkommen kannst und diese Chakren in dir, die ja so leicht auf natürliche Umgebungen anspringen und mitschwingen, zu trainieren, leicht die Schwingung der Erde anzunehmen, zu lesen und zu verstehen. Denn es ist an der Zeit, die Erde, die Umwelt, mehr in deinen Alltag zu integrieren. Ich nehme an, du weißt, warum ich das sage. Die Natur, sie wandelt sich. Du wandelst dich. Wandel ist das übergeordnete große Element, eines der Elemente, das über allen anderen steht. Über Feuer, Wasser, Luft, Erde, Geist und Veränderung. Und dieses Element ist in diesem und in den kommenden Jahren ganz besonders aktiv. Und deswegen tust du gut daran, dich mit diesem Element in der Natur und mit deinen Schwingungselementen, die in dir so schön stationiert sind, auseinanderzusetzen. Zu lernen, die Umgebung, die Schwingung zu verstehen. Dann kannst du nämlich auch erleichtern, wirklich leichter verstehen, was gerade los ist auf der Erde. Warum Mama Gaia und deine Mitmenschen so oder anders reagieren. Du kannst lernen, die Schwingung schon im Vorfeld abzuholen und dich geistig, in Anführungs- und Schlusszeichen, darauf vorbereiten und somit lernen, leicht in das dich hineinzuschicken, was gerade ansteht. Denn dann wirst du auch lernen, leichter unterscheiden zu können, was du ganz persönlich verändern kannst und was nicht. Und wenn du diesen Unterschied kennst, dann hast du die Möglichkeit, sehr viel leichter mit dem einen Umgang zu pflegen, was du nicht verändern kannst. Denn da heißt es annehmen. Das, wo du ändern kannst, das liegt an dir, selbsterklärend. Und da wirst du Wege finden, sie zeichnen sich dir am Boden sozusagen fast schon mal vorgelegt. Sei mutig, geh die Schritte. Aber das, was du nicht verändern kannst, wie halt eben ganz große Naturelemente, die Einfluss nehmen auf euer heutiges gesellschaftliches Leben, dies anzunehmen, dies wirklich in dich hineinnehmen, damit friedvoll zu sein, Frieden zu schließen, damit wird dir die Natur als solches wirklich Freundin sein. Sie wird dir helfen, einfach in Ruhe irgendwo zu sitzen, wird dir helfen, wirklich die Umgebung fühlen zu können. Und die Naturwesen, selbstverständlich, werden ihren Teil dazu beitragen. Sie kommen schon auch zu dir nach Hause, man muss aber sagen, es ist ihnen durchaus wohler, einfach hier in freier Wildbahn. Deswegen suche du sie bitte auf, damit sie ihre Arbeit in deiner Aura sozusagen machen können, nämlich dich zu nähren und zu stärken, dich manchmal eben auch vorzubereiten auf Elemente, die halt einfach sind. Und die Geschicke der Natur, der Welt, all dem, was sich jetzt verändert hier auf Erden, das darf sein. Da, wo du Einfluss nehmen kannst, das wird sich dir zeigen und du wirst es tun. Und da, wo du jetzt eben nicht in der Lage dazu bist, wie gesagt, da wirst du leichter Frieden finden, wenn du dich draußen aufhältst. Was soll ich da noch sagen? Vielen Dank. Vielen Dank, dass du mich hier besucht hast, dass du hier mit mir geatmet und meditiert hast. Ich danke dir. Und ich wünsche dir jetzt natürlich einen ganz besonders schönen Herbstbeginn. Ich wünsche dir, dass du viel Kraft jetzt mitgenommen hast aus diesem Channeling, das hoffe ich, und wünsche dir, dass du diese halten kannst, dass du einen für dich individuellen Weg findest, wie du in der Ruhe und im Frieden sein und bleiben kannst. Also
lass es dir gut gehen, schöne Seele. Und nächstes Mal sehen wir uns wieder aus den Channel News Studios, nehme ich an. Auf jeden Fall hat mir das hier ganz besonders Spaß gemacht. Und wir werden dir natürlich jetzt auch anschließend noch ein paar Eindrücke vom Drumherum zeigen. Also bleib noch dran. Danke, dass du hier mit dabei gewesen bist und von Herzen alles Liebe von mir zu dir aus dem Sertig-Dörfli, aus den Bündner Bergen. Danke, alles Liebe, deine Adriana.